machst du Birria wie ein echter Mexikaner. Sobald das Öl warm ist, röstest du 3 Nelken, einen Teelöffel Pimentkörner, einen Teelöffel schwarze Pfefferkörner, einen Teelöffel gemahlenen Kreuzkümmel, 1,5 Teelöffel getrockneten Thymian und 1,5 Teelöffel Oregano kurz an, bis sie duften. Danach rundest du das Aroma mit einer halben Stange Zimt ab. Die trägt eine warme, leichte, süßliche Note bei. Anschließend gibst du eine grob gewürfelte weiße Zwiebel und 5 bis 8 geschälte Knoblauchzehen dazu und lässt alles sanft schwitzen, bis die Zwiebel glasig wirkt. Jetzt wird spannend, denn ab hier kann man richtig kreativ werden. Es geht um die Chilis und da lässt sich ganz nach Geschmack eine eigene Mischung aus getrockneten Sorten zusammenstellen. Ich selbst halte die Birria lieber mild pikant, also nicht zu scharf, und deshalb landen bei mir folgende Chilis im Topf: 6 Guajillo Chilis, 3 Ancho Chilis, 3 Cascabel Chilis und 2 Pasilla Chilis. Natürlich alle entkernt und entstillt. Diese Mischung bringt richtig schöne Tiefe mit. Es sind leicht süßliche Noten drin, die ein bisschen an Cranberry Tee erinnern, kombiniert mit einem erdigen, leicht rauchigen Aroma. Dazu ein Hauch von Rosine oder Pflaume und ganz dezent ein holziger Nachklang. Wenn du dir aber nicht so viele verschiedene Sorten besorgen möchtest, geht's auch einfacher. 6 Guajillos und 4 Anchos reichen völlig aus, um eine richtig gute Soße hinzubekommen. Aber ohne die rosinenähnlichen und holzigen Nuancen, die durch Pasilla und Cascabel reinkommen würden. Und falls du es doch etwas schärfer magst, einfach noch 5 bis 10 Morita Chilis dazugeben. Die bringen ordentlich Schärfe und verstärken die rauchige Note, ohne dass der Grundgeschmack darunter leidet. Übrigens, wenn du mehr über die Eigenschaften all dieser Chilis erfahren möchtest, blende ich dir am Ende noch ein Video ein, in dem ich jede Sorte ganz in Ruhe vorstelle. Nun kannst du deine Chili-Mischung für ein paar Minuten schwitzen lassen. Und ganz wichtig dabei ist mir einen Like hier zu lassen, Digga. Anschließend kommen 8 bis 10 geviertelte reife Tomaten in den Topf. Lass die Mischung langsam schmoren, bis die Tomaten weich sind und eine sämige Basis entsteht. Dann gibst du 2 Lorbeerblätter und etwa einen Liter Wasser. Anschließend kommen 3 Esslöffel Essig sowie etwa 2 Esslöffel Salz dazu und lässt alles etwa 10 Minuten leicht köcheln. Wenn es soweit ist, geht's ab in den Mixer und so lange pürieren, bis du am Ende eine wunderbare, cremige, tiefrote Würzsoße hast, die nach Sonne, Schärfe und Rauch schmeckt. In Mexiko macht man Birria traditionell mit Ziegenfleisch, das ist der Klassiker. Aber auch Birria aus Rind ist weit verbreitet und geschmacklich mindestens genauso stark. Wenn du eine richtig gute Birria machen willst, sind Short Ribs einfach perfekt. Die bringen ordentlich Aroma mit, haben genug Fett und liefern genau diese Tiefe, die eine gute Birria ausmacht. Aber Beinscheibe oder Ochsenschwanz sind auch super. Wichtig ist nur, dass das Fleisch kollagenreich ist und möglichst mit Knochen, denn genau das sorgt beim Schmoren für eine sämige, kräftige Brühe. Man will aber auch manchmal etwas Geiles essen und dabei auch sparen. Und dafür gibt es auch solide Alternativen. Du kannst zum Beispiel Suppenfleisch nehmen, aber mische es am besten mit einem anderen Cut wie Beinscheibe oder Ochsenschwanz. Und achte darauf, dass es nicht zu mager ist. Ich selbst nehme heute eine Mischung aus Beinscheibe, Ochsenschwanz und Suppenfleisch. Und ich spare nicht an der Menge. Wenn ich mir schon die Mühe mache, dann will ich auch genug Birria auf dem Tisch haben. Das Fleisch kommt jetzt in einen großen Topf. Dann kommt das Adobo oben drauf und danach einfach so viel Wasser dazu gießen, bis das Fleisch gut bedeckt ist.
Ich habe hier ungefähr 3,5 bis 4 Liter verwendet. In der Regel passt das ziemlich gut. Wir bringen das Ganze zum Kochen, stellen die Hitze dann auf so eine mittlere bis leicht niedrige Stufe, also irgendwo dazwischen, und lassen es mit geschlossenem Deckel für 2,5 bis 3 Stunden ganz entspannt vor sich hin schmoren. Hier ist Geduld gefragt, aber das Warten lohnt sich. Am Ende wird das Fleisch fast von allein zerfallen. Wenn das Fleisch langsam vor sich hin schmort, kümmern wir uns um eine zweite Soße, die dem Ganzen noch mehr Tiefe verleiht. 2 getrocknete Pasilla-Chilis und für etwas mehr Schärfe ein paar getrocknete Chilis deiner Wahl, zum Beispiel Chilis de Árbol. Die kommen zusammen mit heißem Wasser in einen Topf und wenn du frische Tomatillos hast, kannst du jetzt direkt etwa 500 Gramm davon mit hineingeben. Falls du welche aus der Konserve nimmst, kommen die später einfach direkt in den Mixer. Das Ganze lässt du 3 Minuten leicht köcheln, dann schaltest du den Herd aus und lässt es nochmal 8 bis 10 Minuten ziehen. Anschließend kommt alles in den Mixer, zusammen mit den Tomatillos, einem Schuss vom Kochwasser, etwa einen Esslöffel Salz, einen Viertel Zwiebel und 2 bis 3 Knoblauchzehen. Aber Achtung, nicht auf voller Stufe mixen. Lieber langsam starten, damit die Tomatillo-Körner ganz bleiben. So bekommst du eine frische Soße mit leichter Säure, angenehmer Schärfe und einer leicht rustikalen Konsistenz. Perfekt zum Dippen oder Löffeln. Sobald das Fleisch fertig ist, nimmst du es aus dem Topf, lässt es kurz abkühlen und zupfst es grob mit den Händen oder einer Gabel auseinander. Es sollte fast von selbst vom Knochen fallen. Den Sud gießt du durch ein feines Sieb, damit Schalenreste und Gewürzstücke rausgefiltert werden. Was übrig bleibt, ist eine klare aromatische Brühe mit richtig viel Geschmack. Wenn du willst und eine unmenschliche Geduld hast, kannst du alles über Nacht im Kühlschrank abkühlen lassen und die Fettkruste oben am nächsten Tag abheben. Aber ich sag's dir, diese goldene rote Schicht ist pures Aroma, also unbedingt aufheben. Jetzt kommt der große Moment. Tacos braten. Aber bevor es mit dem Tacos losgeht, kommt das Fleisch kurz in die heiße Pfanne, einfach nur zum Aufwärmen. Und da geben wir direkt reichlich von den Adobo Sud mit rein. Ohne den geht's ja einfach gar nicht. Denn das ist genau das, was der Birria ihren typischen Geschmack gibt. Für deine Birria-Tacos kannst du entweder Mais- oder Weizentortillas nehmen, ganz wie du es am liebsten hast. Nun aber endlich, gib reichlich von der abgeschöpften Fettschicht in eine heiße Pfanne. Oder, wenn du die Brühe noch nicht abgekühlt hast und sich das Fett noch nicht abgesetzt hat, gibst du einfach ein bisschen vom Birria Sud auch direkt in die heiße Pfanne. Dann legst du die Tortillas einfach rein. Denn klar, diese rot-goldene Götterflüssigkeit muss überall dran. Dann etwas Fleisch drauf und wer mag, gibt noch Käse dazu. Zusammenklappen und von beiden Seiten braten, bis sie goldbraun und schön knusprig sind. Und keine Sorge wegen dem Fett. Das gehört hier einfach mit dazu. Ich würde sagen, das ist Soul Food pur. Und da gilt ganz klar, je mehr Fett, desto besser. Wenn deine Birria-Tacos so richtig gut rot knusprig aussehen, kannst du sie nochmal aufklappen und mit gehackten Zwiebeln, frischem Koriander und etwas von der richtig geilen Pasilla-Tomatillo-Soße toppen. Aber das Wichtigste kommt noch. Zum Servieren gehört auf jeden Fall ein ordentlicher Schuss von dem heißen Sud. Ab in den Becher oder eine kleine Schale. Zum Tunken natürlich, nicht zum Trinken. Auch wenn es manchmal echt schwer fällt. Jeder Bissen ist eine Geschmacksexplosion.
Röstaromen, Schärfe, Säure, weiches Fleisch, knusprige Tortillas und der Hauch von Limettensaft obendrauf rundet alles ab. Aber wir setzen noch einen drauf. Biryamen. Das hier ist die schnelle Variante. Einfach Ramennudeln kochen und direkt in eine Schüssel geben. Dazu gibst du ordentlich Fleisch und natürlich von unserem heiligen Birria Schmorsud. Den bringst du aber im Voraus nochmal ordentlich zum Kochen und übergießt damit die Nudeln und das zerkleinerte Fleisch. Jetzt noch ein weich gekochtes Ei, frische Zwiebeln, dein Lieblingsgrünzeug sowie Koriander oder Schnittlauch, vielleicht noch ein Spritzer Limettensaft und zack, Biryamen. Die Fusion aus Birria und asiatische Nudelsuppe. Und hier rechts lernst du alles über die Chilis oder lernst mehr Soßen für das perfekte Birria-Erlebnis.